Mir ist die Tour wahrscheinlich kurz vorgekommen. Irgendwie haben wir das Album fertig gehabt, hat sich gefreut, zu spielen. Und jetzt haben wir gefühlt 5-mal gespielt und die Tour ist schon wieder vorbei. Und die nächste Produktion kommt schon. Ich habe immer das Gefühl, man sollte die Tour noch mehr geniessen, ausleben und noch mehr spielen. Aber eines ist immer fertig. Zu kurz, aber gut. Vielleicht ist kurz und gut besser, aber lang und schlecht. Ganz geil durch die Tour. Viele Leute gesehen, viele Leute können begeistern. Ja. Wieder sehr coole Lokale haben wir dürfen spielen und haben Spass gemacht auf der Bühne. Mit euch, mit Chakra und mit diesen coolen Leuten, die ich hören kann. Also die Tour ist eigentlich eine ganz coole Tour. Sie hat sehr gut angefangen. Viele Leute, viele Emotionen, viele Orte, die wir eigentlich noch nie gespielt haben, auch im Ausland wie im Inland, wo uns sehr viel gegeben haben. It was a great tour because we had a very good album, Snakes and Ladders. I love to play these songs live, and to be honest, I can't remember the shows we played 1 year ago. But I remember a few shows we played recently in Memmingen, Germany, in Kreilsheim, the show in the Dynamo, at the Dynamo in Zurich. Great shows, really. Sehr cool, es ist sehr amüsant, lustige, coole Dudes, die da mithelfen. Und man lernt sogar noch ein bisschen Französisch. Alors c'était super, enfin une tournée complète avec Chakra, parce que l'avant-dernière tournée nous avait rejoint au milieu, mais il y a eu des sacrés bons moments. Puis ouais, une bonne ambiance entre les musiciens, on a rencontré plein de monde, ouais, c'était super. Eigentlich gut, also solange es gute Musiker sind, ist es sehr einfach, auch ein guter Tonmensch zu sein. Und wir haben, glaube ich, immer gute Diskussionen, positive, die zu etwas führen. Und mir passt es gut. Es sind zwei verschiedene Gefühle. Das ist einerseits ein gutes Gefühl, weil ein Kapitel durch ist und der Druck von einer guten Show weg ist. Also man muss ja, ich zumindest muss viel proben, für das irgendwie die Show für mich verhält. Und der Druck ist weg und jetzt kann man sich Neuem widmen. Das ist mal ein sehr schöner Aspekt eigentlich. Und andererseits, das nicht zu haben, ist auch schwierig. Weil das ist ein sehr gutes Gefühl, dass man auf etwas probt, wo man nachher mit den Leuten zusammen teilen und genießen irgendwie. Also einerseits cool, einerseits nicht cool. Ja, es ist natürlich insofern schon speziell, weil du weißt, dass du auch erst nächsten Frühling wieder mit Chakra ein Konzert haben und dann genießt es auf jeden Fall noch einmal und freust dich aber zugleich auch, ja, wenn du wieder ein neues Kapitel anfängst, eben mit den neuen Stücken, die nachher kommen und so, dann gibt es wieder wie etwas Frisches drin. Das ist natürlich, wenn man denkt, ja, das letzte Konzert heute Abend, das ist so ein kleiner emotionaler Moment, wo man vermisst halt also, dass auch die Leute, auch die Gesichter, die man immer wieder sieht, auch die Leute, die Freude haben, die man vielleicht zum ersten Mal sieht, aber einfach die Freude, die ausgestrahlt wird, die positiven Vibes bekommen, für das man die eine Zeit lang halt nicht so mitbekommt. Ausser durch Social Media mittlerweile. Das ist ja ein guter Aspekt eigentlich. Im Moment tust du es noch nicht checken, aber dann, wenn ich dann wieder daheim bin, Wochenende und so, es fällt dann schnell mal, den ganzen Zirkus nicht mehr zu haben. Koffertami! It's always a bit strange to play the last show because you know that it's gonna be the last show for around 1 year. We will play our next show, I don't know, next spring or something, spring 2020. So it will be a long time, but it's okay. We will work for the new album. We will record it, and so I guess we have a lot to do. It's okay. Ja, jetzt gehe ich heim nach dieser Tour und am Montag nehme ich die Songs vor, die wir dann aufnehmen wollen. Und
arbeite an diesen Songs, mache mit Sounds, experimentiere, probiere immer wieder ein bisschen etwas zu optimieren, wo mir denkt, das könnte noch besser sein, und experimentiere mit verschiedenen Sachen, mit Gitarren, mit Snares, mit Zeug, die ich ausprobieren will. Und gleichzeitig eben die ganze Geschichte, soll ich Songs von mir fertig machen, soll ich herausfinden, was kommt. Also es kommt ganz andere Phasen, und die Phase ist auch interessant, weil eben das Proben für live nicht mehr da ist. Man sagt immer, nach der Tour ist vor der Tour. Und, das heisst, wir werden uns jetzt nicht hinterlegen, weil es jetzt eine Pause gibt, sondern eine Pause ist für uns Arbeiten und kreativ sein im Studio, die Sachen aufzunehmen, die wir da wieder parat haben, und uns freuen, dass wir so schnell wie möglich wieder auf die Bühne können und das euch präsentieren. Und das wird hoffentlich nicht allzu lange gehen. Wir nehmen uns die Zeit gerne, weil es muss Hammer sein für uns und für euch. Ich gehe nachher heim und ja, gehe arbeiten am Ende wieder um 7:30. Ja, und schon gleich sind wir ja dran am neuen Album. Immer im Hinterkopf, eben, dass wir schon gleich im Studio sind wieder und dann wieder zur neuen CD gehen. Merci Fans, dass ihr uns treu seid und mit Konzerte schauen und zum Teil noch Platten kaufen. Danke. Richtig. Habt einen ganz schönen Sommer. Im Moment schneit es zwar draussen. Ich habe es zuerst fast nicht geglaubt im Mai, aber es ist ja so. Aber der Sommer kommt noch. Viel Spass. Ja, erstens mal möchte ich Ihnen danken, dass Sie immer kommen, uns unterstützen, und ich hoffe, ihr vergesst uns nicht. Thank you to all our fans for coming to our shows the last 12 months. Cool, seid ihr auch dabei gewesen in unseren Konzerten. Wir machen es immer geil, wirklich. Wir sehen uns ungefähr in einem Jahr wieder. Tschüss zusammen. Ja, liebe Fans, merci vielmals für euer Vertrauen, für euer Dasein und helfen und mitfahren und Freude haben vor allem. Freude ist das Wichtigste. Wenn die Freude nicht da wäre, würden wir all das nicht machen, weil es hat ja gar keinen Sinn. Und wir freuen uns natürlich, euch bei der nächsten Tour wieder zu begrüßen. Bis dann, tschüss zusammen.